Nicht alle Kunden sind für eine Organisation gleich wichtig. Vor allem der Aufbau langfristig wertvoller Kundenbeziehungen hat einen hohen Stellenwert. Doch wie können wir diesen imaginären Kundenwert messbar machen und wie können wir ihn prognostizieren? Mein Name ist Thomas Reuter, ich bin Marketingprofessor an der WU Wien und leite das Institut für Service, Marketing und Tourismus. In einem wesentlichen Teil meiner Forschung beschäftige ich mich mit Marketing und Custom Analytics und damit mit der Frage, wie wir die zukünftige Entwicklung von Kunden-Firmen-Beziehungen möglichst genau vorhersagen können. Der ökonomische Wert eines Kunden, der sogenannte Customer Lifetime Value, bemisst sich nicht nur darin, wann das nächste Mal etwas gekauft wird, sondern darin, wie viele ökonomisch relevante Interaktionen mit einem Unternehmen langfristig zu erwarten sind. Wie viele Käufe, Serviceanfragen oder Weiterempfehlungen kommen von einem Kunden? Wie lange wird die Kundenbeziehung dauern? Gemeinsam mit einem Team von Data Scientists um Michael Platzer entwickeln und testen wir statistische Modelle, um diesen Lifetime Value zu prognostizieren und in weiterer Folge auch Faktoren zu identifizieren, die diesen Wert beeinflussen. Die große Herausforderung bei der Lifetime-Prognose stellt sich in sogenannten nicht vertraglichen Kundenbeziehungen. Das sind solche, in denen das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt mit Sicherheit wissen kann, ob ein Kunde noch aktiv oder bereits abgewandert ist. Die bisherige Marketingforschung behauptet, dass in solchen Situationen vor allem 3 simple Informationen relevant sind, nämlich Recency, wie lange liegt die letzte Kundeninteraktion zurück, Frequency, wie oft hat jemand in der Vergangenheit gekauft und Monetary Value, was war der durchschnittliche monetäre Wert der vergangenen Transaktionen. Um herauszufinden, wie lange eine Kundenbeziehung voraussichtlich noch dauern wird, haben wir eine Reihe neuer Modelle entwickelt, welche zusätzliche Informationen über die Regelmäßigkeit zurückliegender Kundenkontakte berücksichtigen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass alleine mit der Berücksichtigung einer kleinen Zusatzinformation, nämlich über die Regularität des Kontakts zwischen Kunde und Unternehmen, deutlich bessere Prognosen über den Churn, also jenen Moment, in dem eine Kundenbeziehung endet, möglich sind. Damit sind auch Aussagen über den künftigen Kundenwert zuverlässiger und können um bis zu 16% exakter vorhergesagt werden. Nachdem Unternehmen heute über ihre Kunden aber weit mehr als derart elementare Informationen wissen, arbeiten wir derzeit intensiv daran, diese in unsere Modelle zur Kundenwertprognose zu integrieren. Als besonders vielversprechend erweisen sich dabei unsere aktuellen Forschungsarbeiten mit fortschrittlichen Machine- und Deep Learning-Methoden. Für kundenzentrierte Organisationen ist das Wissen über den Lifetime Value eines jeden einzelnen Kunden von großer Bedeutung. Für solche Organisationen stellt sich nämlich tagtäglich die Frage, wie wichtig ist es, bestimmte Kunden zu halten. Unsere Forschungsergebnisse und die darauf basierend entwickelten Tools, die als Open Source Software verfügbar sind, helfen Unternehmen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dadurch können Unternehmen das Management ihrer Kundenbeziehungen verbessern und gleichzeitig eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen.